Bob Fife, wie gesagt, ist manchen von uns schon bekannt. Das wird jetzt wie folgt ablaufen. Bob wird gleich zu uns reden. Ich werde versuchen zu übersetzen. Und ihr habt Möglichkeiten, also nach der Predigt wird es eine Zeit für Fragen geben. Und das meine WhatsApp-Nummer, also die erste Nummer, die weiter oben ist. Die wird auch für die Leute, die das also online schauen, die wird hier unten irgendwann eingespielt werden. Da könnt ihr Fragen hinschicken, also an meine WhatsApp-Nummer. Wenn jemand das Bedürfnis spürt, mit Bob Fife persönlich Kontakt aufzunehmen für Seelsorge, er ist dazu bereit, dann schreibt bitte an die zweite Nummer, die weiter unten ist. Die wird auch unten für die Leute, die das online schauen, eingestrahlt werden. Also bitte fühlt euch frei, entweder jetzt Fragen an mich, und dann werden wir die nach der Predigt versuchen, so weit wie möglich zu besprechen, oder wenn ihr mit Bob persönliche Gespräche haben wollt, dann könnt ihr ihn kontaktieren, denn er ist noch für einige Zeit aus Kanada. So Bob, now it's up to you. Thank you. Ich habe es vergessen. There we go. Well, I'm so happy to be here. Ich bin so froh, dass ich hier mit euch sein darf. This is my second time in Paraguay. Das ist das zweite Mal, dass ich in Paraguay bin. And the first time I came to Paraguay, Und als ich das erste Mal hier war, I came to Paraguay because somebody asked me to come. und als ich das erste Mal nach Paraguay kam, war es, weil jemand mich bat, herzukommen. From this church. Von dieser Gemeinde. So I classify this church as my home church. So, diese Gemeinde ist für mich meine Heimatgemeinde. My home church. Meine Heimatgemeinde. I have to tell you how happy I am, not just to be with you this morning, but last night. Ich muss euch einfach davon erzählen, wie froh ich bin, dass ich heute Nachmittag hier sein kann, aber nicht nur heute Nachmittag, sondern auch gestern Abend während des Jugendgottesdienstes. I had the privilege Ich hatte das Privileg, of speaking to the young people. zu den jungen Leuten zu sprechen. That's the main reason I come to Paraguay. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich nach Paraguay komme, To work at camps, um bei Camps zu arbeiten, to go into schools, um in die Schulen zu gehen, to go into seminaries, um zu den Seminaren zu gehen. and I think I have to say my favorite place to go to is the local church. Und ich glaube, ich kann sagen, dass mein bevorzugter Ort, zu dem ich gehe, die Lokalkirche ist. Because all those other things Weil all diese anderen Dinge are branches of the church. sind Äste oder Auswirkungen der Gemeinde. God has said that He will bless and ordain His church. Gott hat verheißen, dass er seine Gemeinde segnen und beauftragen wird. So I'm happy to be here this morning, This afternoon. or this afternoon, So, sorry. ich bin froh, dass ich heute Nachmittag hier sein darf. Yeah, I had all morning to relax and Ja, ich hatte ja den ganzen Morgen, um etwas auszuruhen. did a little counseling. Ich habe etwas Seelsorge gemacht And here I am. und jetzt bin ich hier. And that little book that we read is such an important little book. Und das kurze Buch, das wir gelesen haben, das ist so ein wichtiges Buch. And you probably noticed that when Paul wrote that, he didn't just write to Philemon.
Und ihr wisst es wahrscheinlich, dass als Paulus den Brief schrieb, dann schrieb er nicht nur an Philemon. He wrote to a sister. Er schrieb auch an eine Schwester. He wrote to a fellow ambassador. Er schrieb auch an einen anderen Beauftragten, an einen anderen Verkündiger. And he wrote to the church. Und er schrieb an die Kirche. Many of the epistles are just written to the Christians at Corinth, the Christians at Ephesus. Viele der Briefe sind an spezifische Christen geschrieben, zum Beispiel in Korinth oder in Ephesus. Thanks, George. Danke, Georg. I like to move around a little bit. I kind of wanted to be down there so I could come up and see you a little bit. Ich mag es, etwas rumzugehen und ich wollte eigentlich da unten sein, um näher zu euch zu sein. But that's okay. Aber es ist schon okay, dass ich hier oben bin. I like the fact that he wrote to more than just the church. Und ich mag es, dass Paulus zu mehr als nur der Kirche geschrieben hat. It would appear that the most important person that he was writing to was Philemon. Und es könnte ja so aussehen, dass es so wäre, als ob Paulus nur an Philemon, der wichtigsten Person, geschrieben hätte. He has a very, very important message to give to those that he wrote to. Er hatte wirklich eine wichtige Botschaft für die Menschen, an die er schrieb. 2 years ago when I was here, Vor 2 Jahren, als ich hier war, and I spoke to you, als ich zu euch sprach, I used these 3 cups. dann brauchte ich diese 3 Becher. And I use these 3 cups a lot. Und ich habe diese 3 Becher oft gebraucht. And they represent 3 things that are very, very important when we are reaching out to someone who has issues. Und diese 3 Becher repräsentieren 3 Wahrheiten, die fundamental sind, die wichtig sind, wenn wir dabei sind, mit Menschen zu arbeiten, die gewisse Probleme haben. Okay. You'll notice I didn't say problems, he said problems. Ihr merkt, dass ich nicht Probleme gesagt habe, sondern dass der Übersetzer Probleme gesagt hat. Bueno. Sehr gut. Because they're not problems. Weil das sind nicht Probleme. I like to think of them like James thought about them when he said in chapter 1 of James, Ich denke lieber darüber nach, wie Jakobus darüber nachdachte im 1. Kapitel seines Briefes, that we have to take these things dass wir diese Dinge nehmen müssen, that come to us in our life, die in unserem Leben auf uns zukommen, die uns treffen, and use them as an opportunity und sie als eine Möglichkeit, um sie als eine Möglichkeit zu gebrauchen, eine Gelegenheit, leave the problem lasst das Problem, to the mathematic department. überlasst das Problem der Mathematikabteilung. Let life be an opportunity. Lasst das Leben eine Gelegenheit sein, An opportunity to have victory. eine Gelegenheit, um Sieg zu haben. An opportunity to glorify God. Eine Gelegenheit, um Gott zu verherrlichen. And an opportunity to do better. Eine Gelegenheit, um es besser hinzukriegen. You know,
if something is worth having, Ihr wisst, dass wenn etwas wirklich den Wert hat, um es anzustreben, it's worth working for. dann müssen wir dafür arbeiten. And we have to use these issues that come to us in our life Und wir müssen mit diesen Dingen, die uns in unserem Leben treffen, many of them are issues and situations that we didn't have a lot to do about. und viele dieser Dinge und Situationen, die uns treffen, mit denen hatten wir ja nicht viel. Maybe the way we were brought up, Die haben vielleicht damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. or maybe the way we weren't brought up. Oder auch, wie wir nicht aufgewachsen sind in unserer Erziehung, was unsere Erziehung nicht geliefert hat. Uh-huh. It's not always our fault. Das ist nicht immer unsere Schuld. Sometimes it's our parents' fault. Manchmal sind unsere Eltern daran schuld. But Aber when we become a man, wenn wir ein Mann werden, when we become a woman, wenn wir eine Frau werden, we have to take responsibility dann müssen wir dafür Verantwortung übernehmen. for our issue. Für unsere Probleme. Themen. Der Übersetzer hat wieder einen Fehler gemacht. Later. Später kriegt er es ab. Doesn't it sound better? Doesn't it sound better to think of the issue that you have or I have, that it can be an opportunity to be better and to honor God and to have victory in it? Doesn't it make more sense? Sind diese Dinge, die in unserem Leben sind, diese Dinge, ist es nicht viel besser, sie als Möglichkeiten zu sehen, um Gott zu verherrlichen? Macht das nicht mehr Sinn? That's what James said, Das ist, was Jakobus sagte. and that's what I'm saying. Und das sage ich auch. Now, last 2 years ago when I was here, Vor 2 Jahren, als ich hier war, I used these 3 cups. habe ich diese 3 Becher gebraucht. And these 3 cups represent how we help people with issues. Und diese 3 Becher repräsentieren die Art und Weise, wie wir Menschen mit den Dingen helfen, die sie bewegen. How many people were here 2 years ago when I was here? Wie viele Menschen waren vor 2 Jahren hier? Bitte Hände heben. Oh, very good. Okay. Well, then Einige. you all remember. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich noch daran erinnern. You all put it into practice. Dann habt ihr das jetzt auch wirklich in diesen letzten 2 Jahren umgesetzt. Every day. Jeden Tag. Whether you're a mom with your kids, Wenn du eine Mutter mit deinen Kindern bist whether you're a teacher with your kids, oder wenn du ein Lehrer oder eine Lehrerin mit deinen Kindern bist or whether you're a pastor in the church. oder auch wenn du ein Pastor in der Gemeinde bist Or a member in the church. oder ein Glied der Kirche. This is the way. Das ist der Weg. This is the way we do it. Dieses ist der Weg, wie wir es machen. And this is the way we do it because this is the way Jesus did it. Dieses ist der Weg, wie wir es machen, weil Jesus es so getan hat. And this is the way, if you listen carefully, this is the way that Paul was hoping and appealing to Philemon to do it. Und das ist auch der Weg, wo Paulus hoffte, dass Philemon den auch so umsetzen würde. So here they are. So, das sind sie. Love, Liebe, grace, Gnade, truth. Wahrheit. You see, the truth's trying to move away here. Schaut, die Wahrheit, die möchte hier so ein bisschen wegrutschen. And you know why? Und wisst ihr auch warum? Because sometimes Weil manchmal people don't want to hear the truth.
Manchmal wollen Leute die Wahrheit nicht hören. So what do you do with it? So, was machst denn du damit? You force it? Du zwingst es ihnen praktisch herunter. You push it down their throat? Du zwingst es ihren Hals runter. Sie müssen erschlucken. There's a fly here somewhere. Da ist eine Fliege hier, stört mich. Notice, they're all the same size. Ihr müsst sehen, diese Becher haben alle dieselbe Größe, They're all the same color. haben alle dieselbe Farbe, They're all even. sind alle gleiche hoch And I got to tell you, they're all important. und sie sind alle wichtig. And you know what's most important? Und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Is how we use them. Wie wir sie anwenden. And if you take the truth and you put it in front of love, Und wenn du die Wahrheit vor die Liebe stellst, you won't be like Christ. wirst du nicht Christus ähnlich sein. Love, grace, and truth. Liebe, Gnade und dann Wahrheit. You don't compromise any of them. Du wirst keine von diesen verleugnen. They're all so important. Die sind alle so wichtig. But it just so happens Aber es ist nun mal so, that most people out there that we work with dass die meisten Leute da draußen, mit denen wir arbeiten and we go to school with oder mit denen wir zur Schule gehen and we rub shoulders with oder mit denen wir nahe zusammen sind, don't want to hear the truth. die wollen nicht die Wahrheit hören. So what do? So, was machst denn du dann? You show them love Du zeigst ihnen Liebe. and you show them grace or kindness. Du zeigst ihnen Gnade und Freundlichkeit. And that's what Paul was appealing to Philemon to do. Und das forderte Paulus von Philemon. Paul had 3 I ams. Did you catch them? Paulus sagte dreimal, ich bin. The first one, Das erste Mal, I'm writing to you. ich schreibe dir. The second one was, Das zweite war, I'm praying for you. ich bete für dich. And the third one, Und das dritte, I'm boldly asking you. und ich frage dich mit Mut, You know why I like the last one the most? wisst ihr, warum ich diese letzte Bitte so sehr mag? Because, you notice what Paul said? He said, I'm appealing to you because I'm an old man. Ich appelliere an dich. Wisst ihr, warum ich das so mag? Did Weil you Paulus sagt, ich appelliere an dich, Philemon, weil ich ein alter Mann bin. Did you catch that? Habt ihr das bemerkt? See, I'm an old man, Seht ihr, ich bin ein alter Mann. so I like that, So, ich mag das. especially when I'm talking to the young people. Ganz besonders, wenn ich zu den jungen Leuten rede. There was a little girl last night in the meeting. Da war gestern während des Jugendgottesdienstes ein kleines Mädchen. She was so cute. Sie war so süß. And she was talking and kind of
doing a few things while I was talking. Und sie sprach und machte so ein paar Dinge, während ich eigentlich sprach. So I went up to her So ich ging zu ihr and I said, und ich sagte, "Can I have your attention, please?" kann ich bitte deine Aufmerksamkeit haben? Bitte. And I got it. Und sie gab mir ihre Aufmerksamkeit, Because I'm an old man. weil ich ein alter Mann bin. Three things 3 Dinge, that Philemon asked, or I should say that Paul asked Philemon 3 Dinge, die Paulus Philemon bat. He appealed to him. Er forderte ihm auf. We need to appeal to one another. Wir müssen aneinander appellieren, uns gegenseitig auffordern. That's a nice spirit. That's a nice spirit to have, to appeal to somebody. Das ist wirklich die richtige Haltung, wenn man einander fragt, aneinander appelliert. Let me give you a little example of importance. Lasst, dass ich ein kurzes Beispiel erzähle, das wichtig ist. If I go up to you and I say, I need you. Wenn ich zu dir komme und sage, hey, ich brauche dich, You might respond, du wirst vielleicht antworten, and that's great. du wirst darauf eingehen und das ist sehr gut. But if I go up to you and I say, I want you, Aber wenn ich zu dir komme und sage, ich will dich, you get the difference? merkt ihr den Unterschied? Is it not more beautiful to be wanted than just needed? Ist es nicht so viel besser, dass wenn jemand dich haben will, als dass wenn er dich nur brauchen möchte? And Paul appealed to Philemon, and he wanted him to show Onesimus his kindness. Und Paulus appellierte an Philemon, dass Philemon seinem entlaufenen Sklaven Onesimus Freundlichkeit zeigte. I often call this one kindness. Diesen Becher nenne ich oft Freundlichkeit. So love, Liebe, kindness, Liebe, Freundlichkeit and truth. und Wahrheit. And Paul was appealing to his kindness. Und Paul appellierte an seine Freundlichkeit. You're really kind. Du bist wirklich freundlich. And he appealed to him because of his faith that he had. Und er appellierte an ihn wegen des Glaubens, den er hatte. Because of the belief that he had in God and his relationship with God, his faith. Wegen des Glaubens, den er an Gott hatte und seiner Beziehung, die er mit Gott hatte. Also seinen Glauben. And he appealed to his love. Er appellierte an seine Liebe. Faith, hope, Glaube, Hoffnung and love. und Liebe. And the greatest of these Und die größte von diesen is love. ist die Liebe. When the prodigal father saw his son coming down the road, Als der Vater des verlorenen Sohnes seinen Sohn
auf der Straße ankommen sah, he ran towards him dann lief er zu ihm with love mit Liebe and compassion. und mit Barmherzigkeit. Do you know what compassion is? Wisst ihr, was Barmherzigkeit ist? It's love with legs on it. Say again. It's love with legs on it. Barmherzigkeit ist Liebe, die Beine hat, die sie vorantreibt. With hands on it. Das ist barmherzig Liebe mit Händen, die helfen wollen. Compassion Barmherzigkeit. isn't a need. It's a want. Barmherzigkeit, das möchte haben. A want to do something. Man möchte etwas machen. And the father ran towards his son Und with der Vater love, lief auf seinen Sohn zu, with love and compassion. mit Liebe und Barmherzigkeit. And here's Paul appealing to Philemon. Und hier appelliert Paulus an Philemon. Do you know what Onesimus means? Wisst ihr, was Onesimus eigentlich bedeutet? It means profitable, Das bedeutet gewinnbringend, valuable. wertvoll. And Paul told Philemon that when he left you Und Paulus sagte zu Philemon, als Onesimus dich verlassen hatte and when he committed a sin against you und als er eine Sünde gegen dich begangen hat and he ran away from you und er von dir weglief and he came to Rome und er nach Rom kam and he came to where I was preaching the gospel in prison und er kam dahin, wo ich das Evangelium im Gefängnis verkündigte and he trusted Jesus as his own personal savior, und er vertraute Jesus als seinen persönlichen Retter, he became what his name said. dann wurde er zu dem, was sein Name sagte. He became very valuable, very profitable. Er wurde wirklich wertvoll für mich, gewinnbringend. To me, Für mich and now to you, Philemon. und jetzt auch für dich, Philemon. He's not only that slave that was yours at one time. Er ist jetzt nicht einfach nur noch der Sklave, der dir irgendwann mal gehörte, Who sinned against you. der gegen dich verstoßen hat. You notice we don't know what he did wrong. Wir wissen nicht mal, was er falsch gemacht hatte. We don't know if he stole something. Wir wissen nicht, ob Onesimus gestohlen We don't hatte. know. Wir wissen es einfach nicht. We also don't know who that sister and that other person was. It could have been Philemon's wife. It could have been Philemon's son. We don't know all the facts. Wir wissen auch nicht, wer die anderen Personen da waren. Das können vielleicht Philemons Frau oder Bruder gewesen sein. Wir wissen es einfach nicht. But this we know, Philemon. Aber das wissen wir, Philemon. He was your slave, Er war dein Sklave, but now he's a brother in Jesus Christ. aber jetzt ist er ein oder dein Bruder in Christus Jesus. Every church Jede Gemeinde will have people come wird es erfahren, dass Menschen zu ihr kommen, that have issues. die mit gewissen Themen umzugehen haben. And the church needs to know how to help with those issues. Und die Gemeinde muss wissen, wie sie mit diesen Kämpfen der Menschen umgehen kann.
I work with quite a few young people in Paraguay. Ich arbeite mit einigen jungen Leuten aus Paraguay. Some of them are from this church. Einige sind aus dieser Gemeinde. And I can't tell you Und ich kann euch nicht erzählen, how blessed I am wie gesegnet ich bin, to have a friendship and relationship in the past with my dear brother Werner. welche gute Freundschaft und Beziehung ich hatte mit meinem guten Freund Werner Franz. And at this time, Und heute und jetzt with my friend mit meinem Freund Raphael Friesen. working together Mit ihnen zusammenzuarbeiten, to make slaves, um Sklaven brothers, zu Brüdern, zu Geschwistern zu machen, to make them valuable, um ihnen wieder Wert zuzusprechen, to help the church, um der Kirche zu helfen and the church to help them. und dass die Kirche ihnen helfen kann. I'm going to send Onesimus back to you. Ich werde Onesimus zu euch zurückschicken. And I hope you receive him. Und ich hoffe, dass ihr ihn empfangen werdet. And I hope you accept him as a brother. Und ich hoffe, dass ihr ihn als einen Bruder annehmen werdet. If you know my story, Falls ihr meine Geschichte kennt, one of the biggest parts of my recovery eines der wichtigsten Dinge in meiner Wiederherstellung was the local church. war die lokale Gemeinde. I don't know if you know, but I lived in the gay world for over 20 years. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich lebte in der Welt der Schwulen für über 20 Jahre. And one day in my apartment with my son, Und an einem Tag im Apartment mit meinem Sohn, God spoke to me da sprach Gott zu mir. and he drew me back. Und er zog mich zu sich zurück. He restored what he never took away. Und er stellte das wieder her, was er eigentlich nie von mir genommen hatte. And I wondered when I came back, how would I do it? Und ich fragte mich, als ich wieder zurückkam, wie werde ich das jetzt schaffen? Up to here Bis zum Kopf in gay life. in der Welt der Schwulen, in einem schwulen Lebensstil. How could I do it? Wie kann ich das schaffen? You know how I did it? Wisst ihr, wie ich das geschafft habe? Wie ich das machen konnte? I put my hands back in God's hands. Ich legte meine Hände zurück in Gottes Hände. And I told God that day, Und ich sagte Gott an jenem Tag, I don't ever want to take my hands out of your hands again. ich möchte meine Hände niemals mehr aus deinen Händen nehmen. I don't want to live my life alone without you, oh God. Ich möchte mein Leben nicht weiter alleine leben, ohne dich, Gott. And you know what? Und wisst ihr was? God heard me. Gott erhörte mein Gebet. And he helped me. Und er half mir. And the church helped me. Und die Gemeinde half mir. I told my son, Ich erzählte meinem Sohn, I'm going to that little church down the way next Sunday. ich werde zu jener kleinen Gemeinde gehen, die dort weiter unten ist. And I went to that church. Und ich ging tatsächlich zu der And I Kirche. sat in the back row of that church. Und ich setzte mich auf die letzte Bank von jener Kirche. And I heard the songs and the hymns that were so Und ich hörte die Gesänge und alles, was man da machte. speaking to me. Und das sprach zu mir. For example, Zum Beispiel Amazing Grace.
O große Gnade Gottes, das Lied. How sweet the sound. Wie süß, In my ears were tuned. wie süß die Gnade, der Ton deiner Gnade, das klang in meinen Ohren. To hear. Wie wunderbar war es, das zu hören. The next Sunday, Den Sonntag darauf I asked one of the elders of the church if I could meet with them. bat ich einen der Ältesten der Gemeinde, ob ich ihn treffen könnte. And he said, yes, Ja, auf jeden Fall, klar, sagte der Älteste. we can manage that for next Sunday. Wir können das für nächsten Sonntag so arrangieren. 9 elders 9 Älteste and Bob und Bob in a little library room. in einem kleinen Bibliotheksraum. Sein Herz pumpte. I was scared, Ich hatte Angst, but I wanted to tell them my story. aber ich wollte ihnen meine Geschichte erzählen. And I didn't know how or what they would think. Aber ich wusste nicht, was sie denken würden. But you know what? Aber wisst ihr was? One by one, Einer nach dem anderen. they got up Sie standen auf and they came towards me. und sie kamen zu mir And they embraced me. und sie gaben mir eine Umarmung. And they told me, Und sie sagten zu mir, put your hands in my hands. lege deine Hände in meine Hände And we'll help you. und wir werden dir helfen. One by one. Einer nach dem anderen. And they did. Und das haben sie auch wirklich gemacht. This church Diese Kirche, diese Gemeinde has helped a number to be healed. hat einigen geholfen, um wieder geheilt zu werden. Praise God. Gott sei die Ehre. I think Philemon received Onesimus with open arms. Ich glaube, Philemon hat Onesimus mit offenen Armen zurückempfangen. And not just because an old man told him to, Und nicht nur, weil der alte Mann Paulus es ihm gesagt hatte, but because God aber weil Gott es ihm gesagt hatte. May God tell you and continue to tell you Möge Gott euch weiter sagen, to reach out Leute zu erreichen and welcome und sie bei uns willkommen zu heißen. anyone, Irgendjemand. anyone. Irgendjemand. Jede Person. May God bless you. Möge Gott euch segnen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.